Herbert Reul ist mir nun zugeschaltet aus Düsseldorf, Innenminister von Nordrhein-Westfalen. Hallo, Herr Reul. Hallo, Frau Droste. Ja, nun haben wir ja erstaunliche Sachen, die sich da ereignen in Ihrem Bundesland. 11 Explosionen, Geiselnahmen und Schüssen. Was passiert da? Also nach allem, was Sie momentan wissen, hängen diese Sachen miteinander zusammen? Also erstens haben wir eine Kette von mehreren Explosionen und da war auch die Entführung dabei, relativ schnell von der Polizei aufgeklärt. Wir haben aufgeklärt, dass dahinter diese Drogentruppe aus den Niederlanden steckt und wir haben 12 Leute festgenommen. Das ist der erste Fakt. Bei den 2 neuen Fällen, da sind wir nicht so sicher und nicht so klar, weil wir personenbezogen keine Verbindung ziehen können, weil die Sprengstoffe selber unterschiedlich sind. Auf der anderen Seite gibt es Hinweise darauf, dass es auch da Niederlandbezüge gibt. Und deswegen dauert das ein bisschen länger, weil wir nur über die Fakten, nur über die Gegenstände, die wir haben, und über Zeugenaussagen zu Ermittlungsergebnissen kommen können. Und das ist eben keine Zauberei, sondern harte Arbeit. Das heißt, Sie sehen aber schon die Spuren auch, die in die Niederlande gehen. Nun haben wir es im Beitrag ja auch schon gehört, Warnungen also aus dem Spektrum der Kriminologen, die aber auch sagen, in den Niederlanden haben wir das seit Jahren massiv. Und die Warnung gab es eben auch, dass sich auch in Deutschland diese Mokromafia ausbreiten könnte. Hat man all diese Warnungen überhört? Nö, wir haben die gehört. Ich habe lange noch darauf hingewiesen, dass die niederländischen Zustände nicht die sind, die wir gerne haben möchten. Und bei der Debatte um Drogenlegalisierung haben wir das auch immer wieder gesagt. Und dass in einem Bereich, wo Internationalität in der Kriminalität gang und gäbe ist, dass sich logischerweise auch im Drogenbereich darstellt, ist keine Überraschung. Nur heißt das nicht, dass nicht trotzdem was passieren kann. Wissen, dass was passiert, vorbereitet sein, bestmöglich vorbereitet sein ist das eine. Aber Null-Sicherung gibt es natürlich auch nicht. Aber wenn ich das jetzt noch mal konkreter fassen darf, Herr Reul, das heißt, Sie machen schon im Kern jetzt für diese jüngste Welle an Gewalt, die wir in NRW sehen, schon die Legalisierung von Cannabis, die Teillegalisierung der Ampelregierung verantwortlich? Man muss behutsam sein. Eins ist klar, es gibt eine erhöhte Nachfrage. Wenn man legalisiert, gibt es mehr Nachfrage nach Rauschgift. Und wenn das Rauschgift nicht da ist, dann wird derjenige, der es hat, das sind in dem Fall die Niederländer, natürlich diesen schönen Markt für sich entdecken. Und das ist keine Überraschung, finde ich. So, ob das jetzt auch direkt dann die Wirkung hatte, die wir bei dem Fall haben, ist zu vermuten, aber eben nicht nachzuweisen. Aber das würde ja dann auch wiederum heißen, wenn dann auch die Cannabis-Clubs, die man ja einrichtet, wenn die tatsächlich genug Material auch liefern, damit der Konsum entsprechend befriedet werden kann, dass dieses Phänomen zurückgeht? Oder glauben Sie, diese Mafiosi, die haben sich jetzt schon also letztendlich auch ja, eingenistet, vor allem auch in Nordrhein-Westfalen und machen ihren Anspruch dann weiterhin geltend? Glauben hilft da nicht, aber es ist doch relativ einfach, wenn jemand Geschäfte machen kann und macht sie prima und dann kommen die anderen und sagen, wir haben jetzt auch noch Rauschgifte auf dem Markt, dann werden die ja nicht freiwillig verzichten auf ihre Verkaufsmöglichkeiten. Das würde mich sehr wundern. Okay, also das wird uns länger beschäftigen. Nun ist es ja so, dass zumindest auch der Täter, nachdem Sie auch mit Foto auch fahnden, der also offenbar aus den Niederlanden auch gekommen ist, über die Grenze. Nun wird ja auch an dieser Grenze kontrolliert. Glauben Sie, diese Einrichtung der Kontrollen wird auch zumindest im Fall der Mokromafia wird da helfen? Das ist alles Vermutungen. Wenn man mehr an den Grenzen kontrolliert, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass man auch solche Täter erwischt. Ja, aber ich glaube, in dem Bereich, wo es um organisierte Kriminalität geht, ist es viel wichtiger, dass wir sorgfältig ermitteln, Fakten zusammentragen, international zusammenarbeiten, also mit der niederländischen Polizei. Und das klappt bei uns richtig gut. Aber lassen Sie uns mal konkret machen. Also welche Maßnahmen leiten Sie nun ein, um da wieder für Sicherheit zu sorgen? Die erste Maßnahme ist, dass wir 60 Leute beschäftigt haben, die sich nur um diese Aufklärung kümmern. Fakt ist, 12 Leute sind im Gefängnis. Das heißt, im Moment würde ich mal sagen, die Wirkungen sind durchaus gut. Und da wir alle Informationen mit der niederländischen Polizei austauschen und die Fahndung für den einen jungen Mann auch international läuft, würde mich nicht wundern, wenn wir über kurz oder lang diesen Herrn auch bekommen. Herbert Reul, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Danke auch, alles Gute.